Hallo Freunde und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich wollte euch heute zeigen, was wir von unserem Trip mitgenommen haben. Wir waren ja in Hongkong und im Mainland China und ich habe überall so ein paar Kleinigkeiten mitgenommen. Aber gleichzeitig wollte ich euch eben auch ein paar Orte empfehlen, wo wir waren und wo ich richtig schöne Erinnerungen mitgenommen habe. Und deswegen fangen wir gleich mal mit Hongkong an. Und zwar, kleine Backstory zu Hongkong ist eigentlich, dass wir davor schon auf Sumatra und Bali waren. Und ich habe halt, weil ich wusste, ja, da wird's warm, extra nichts Langärmliches eingepackt, auch wenn ich wusste, dass es in Hongkong kühler wird. Aber ich dachte mir so, ja, das packe ich schon mit einer Jacke. Aber dann war es doch relativ kalt. Und dann habe ich wirklich low-key bei H&M einfach nur eine Strickjacke gekauft. Aber was mich damit eigentlich so verbindet ist, ich liebe es in unterschiedlichen Ländern in die Läden zu gehen, die es halt überall gibt. Und vergleiche so ein bisschen, wie der Stil so ist und was man so trägt. Und ich fand es so cool. In Hongkong war alles unglaublich schick und alles so businesslike. Ich weiß zwar nicht, wie die aktuellen Kollektionen in Deutschland sind, aber das ist mir da extrem aufgefallen. Das ist jetzt nicht das spannendste Piece, die Klamotten kommen später noch, was ich aus China mitgenommen habe. Aber irgendwie finde ich das immer super spannend zu vergleichen, wie so der Style in den unterschiedlichsten Ländern ist. Dann habe ich tatsächlich noch Souvenirs gekauft, was ich eigentlich gar nicht vorhatte, aber wir haben auf Hong Kong Island gelebt und sind dann mit der Fähre rübergefahren und dort habe ich direkt als allererstes einen Souvenirshop gefunden und als ich diesen Magneten und diese Cap gesehen habe, musste ich die einfach mitnehmen. Auf der Cap steht vorne Hongkong drauf. Normalerweise mag ich sowas gar nicht, aber hier fand ich so fein und die Farbe der Cap hat mir so gefallen. Und ich habe zwar so eine Hassliebe mit Caps, weil ich liebe den Look, aber manchmal hasse ich es, sie zu tragen. Aber das wird so mein Argument, wieder mehr Caps zu tragen. Und den Magneten, den muss ich auch einfach mitnehmen, weil ich fand den irgendwie super ästhetisch. Das hat irgendwie super gut zusammengepasst, deswegen ging der auch noch mit. Und dann sind wir in Hongkong noch über einen Markt gelaufen. Tatsächlich wollten wir nur Aufnahmen machen, aber ich bin ja so ein Opfer von einzelnen Pieces. Und wenn es von irgendwas nur ein Piece da an diesem Stand jetzt gerade gibt, dann muss ich das mitnehmen. Und ich habe diese Tasche gesehen und dachte mir so, die ist irgendwie cute. Und dann haben wir sie mitgenommen. Aber im Prinzip ist es mehr meine Erinnerung an diesen Markt, weil der echt wild war, aber der war richtig cool. Das waren eigentlich schon die Main-Sachen, die ich in Hongkong gekauft habe. Wie gesagt, ich habe nicht so viel gekauft. Ich habe überall dann noch so ein paar Sachen gesammelt. Also kommen wir jetzt eher so zu diesen Scrapbooking-Sachen. Denn ich liebe es ja, überall so Kleinigkeiten mitzunehmen, die ich in mein Scrapbook kleben kann. Beziehungsweise vielleicht noch irgendwie Sticker draus machen kann oder daraus einen Stempel machen kann oder irgendwas. Deswegen habe ich noch ein paar Sachen gesammelt. Wir haben uns bei so einer Vending-Maschine in Hongkong unten am Hafen so eine Dose Lemon Black Tea geholt. Und dann dachte ich mir so, die sieht so schön aus irgendwie. Deswegen habe ich die zusammengepresst, eingescannt, habe sie auch schon in meinen Postings benutzt und werde sie so als Sticker in mein Scrapbook kleben. Und das fand ich ganz cool, eine coole Erinnerung an den Moment, als wir unten am Hafen saßen und diesen Lemon Tea getrunken haben. Dann habe ich meine Octopus Card mitgenommen. Eigentlich weniger zum Einkleben und einfach nur, weil ich nicht wusste, soll ich sie jetzt wegschmeißen. Ich glaube aber, da ist sogar noch Wert drauf, deswegen kann ich sie eigentlich aufheben für meinen nächsten Hongkong-Trip. Das ist nämlich so eine kleine Empfehlung eigentlich nur. Für euch, wenn ihr mal nach Hongkong geht, dann holt euch auf jeden Fall diese Octopus-Card. Das hat uns unser Host von unserem Airbnb gleich am ersten Tag empfohlen, weil es wirklich super, super cool ist, mit der durch Hongkong zu traveln oder halt auch Essen zu kaufen, weil ganz, ganz viele anbieten, dass man mit der Octopus-Card bezahlen kann, was ich super cool finde. Und es ging auch super easy. Man muss zwar kurz Bargeld abheben, um die aufzuladen, aber es ist dann trotzdem viel handlicher, diese Karte die ganze Zeit bei sich zu haben und dann halt auch in der Didi, mit der wir immer gefahren sind, das sind diese kleinen Straßenbahnen, mit denen kann man da auch ganz fix zahlen und das würde ich euch wirklich wärmstens ans Herz legen. Wenn ihr in Hongkong seid, dann holt euch auf jeden Fall direkt eine Octopus-Card. Dann habe ich eine kleine Erinnerung aus dem Soho-Haus mitgenommen, weil es unser allererster Soho-Haus-Besuch war. Und zwar habe ich die Getränkeuntersetzer mitgenommen, dachte ich mir, kann man auch noch mit in sein Journal kleben. Und natürlich sind wir mit der Peak-Tram gefahren und die Tickets habe ich auch aufgehoben. Ich fand es im Übrigen sehr, sehr cool, mit der Peak-Tram hochzufahren. Wir sind oft so, dass wir sagen, ach komm, wir laufen hoch, aber in dem Moment waren wir tatsächlich zu faul. Wir sind zumindest runtergelaufen und als ich runtergelaufen bin, dachte ich mir so, boah, ich bin froh, dass ich heute zu faul war, hochzulaufen, weil das war schon ein ganz schöner Anstieg, aber auch hochlaufen ist mega schön. Also ich würde fast sogar empfehlen, eine Fahrt mit der Tram zu machen und einmal zu laufen, weil das fand ich eine richtig schöne Kombi. Dann waren wir in Hongkong noch in einer Straße, in der man so ganz viele Antiquitäten kaufen kann und dort saß ein Maler, der so kleine Sketches einfach vor sich hergekritzelt
gekritzelt hat. Und ich fand das so schön, dass ich ihn so lange beobachtet habe. Und dann hat er mich an der Seite stehen sehen und hat mir einfach seine Sketches geschenkt. Und das fand ich so süß, weil es ist so eine Erinnerung an diesen kleinen Moment. Und ich fand es so faszinierend, wie er einfach, also mit was für einer Schnelligkeit er diese kleinen Sketches gemalt hat. Das fand ich so cool. Das musste ich dann auch mitnehmen, das kommt auch in mein Journal. Dann war ich in ungefähr jedem Bin & Select in Hongkong, den es gab, weil ich diesen Laden so cool fand. Ich habe den tatsächlich vorher noch nie gesehen. Ich weiß nicht, ob es den noch woanders gibt auf der Welt. Sehr wahrscheinlich, aber ich habe ihn irgendwie noch nie gesehen. Dieser Laden ist voll mit Stickern. Ich bin aber bei Stickern immer sehr picky irgendwie. Die müssen mich zu 100% überzeugen, damit ich sie hole, weil ich mache mir auch super gerne oft selber Sticker aus dem, was ich mache. Ich mache ganz oft Fotos und mache daraus dann Sticker und klebe die bei mir in mein Journal ein. Aber bei Bin & Select gab es schon schöne. Ein paar, die ich richtig schön fand, waren mir ein bisschen zu groß und irgendwie kam ich nicht dazu, sie zu kaufen. Aber was ich gefunden habe, was ich auch super gerne immer mitnehme, sind so kleine Visitenkarten, die ich vielleicht auch noch irgendwie mit in mein Scrapbook integrieren kann. Und dann einer meiner letzten Sachen, die ich mitgenommen habe aus Hongkong, ist ein Sticker von unserem Standardbäcker, bei dem wir waren. Wir haben da, glaube ich, fast jeden Tag ein Schokocroissant oder ich habe mein Matcha-Brötchen da immer gegessen und es war wirklich sehr, sehr gut. Dann habe ich gesehen, dass sie so einen Sticker auf diesen Kaffeehalterungen haben und dann habe ich sie gefragt, ob sie davon welche haben, ob sie mir davon einen geben könnten. Das fand ich auch noch voll die schöne Erinnerung an unsere kleinen Pausen, die wir immer gemacht haben, weil wir haben uns da auch immer was geholt und sind dann runter zum Hafen gelaufen und haben da was gegessen. Und die letzte Sache, die ich geschenkt bekommen habe, dadurch habe ich tatsächlich gelernt, dass man zu Chinese New Year, das war ja noch nicht, als wir in Hongkong waren, sich Geld in diesen kleinen Umschlägen schenkt. Ich glaube, die sind normalerweise rot, ich bin mir nicht sicher. Das hier, diese Umschläge, habe ich in unserem absoluten Lieblingsramen-Restaurant, das wir in Hongkong gefunden haben, habe ich geschenkt bekommen, weil ich habe den Owner gefragt, ob er Visitenkarten hat, damit ich mir eine einkleben kann als Erinnerung. Und er hatte aber nichts, weil die relativ neu aufgemacht haben dort, also an diesem Standort. Und dann hat er mir diese Umschläge geschenkt, was ich voll süß fand. Und später in China habe ich die noch beim 7-Eleven bekommen. Und dann ist es einfach Tradition, dass man sich in diesen Umschlägen Geld verschenkt zu Chinese New Year. Und dieses Jahr ist im Übrigen das Jahr des Feuerpferdes. Da kamen wir dann irgendwann drauf, als wir überall Pferde gesehen haben und dachten uns so, das hat bestimmt damit zu tun. Und es ist tatsächlich so gewesen. Ich lege euch wirklich ganz doll ans Herz, wenn ihr in Hongkong seid, müsst ihr unbedingt in diesem Ramen-Restaurant im Happy Samurai essen gehen. Vor allem, wenn ihr vegetarische Optionen sucht, weil die haben unglaublich leckere, viele vegetarische Optionen. Und das ist leider, würde ich schon fast sagen, unser Lieblingsramen-Restaurant geworden, weil wir so schnell da nicht hinkommen. Wir waren da, glaube ich, 2 oder 3 Mal dann direkt essen, weil es wirklich richtig, richtig gut war. Das waren alle meine Scrapbook-Sachen aus Hongkong. Und jetzt kommen wir noch zu den Sachen aus China. Bevor ich euch den zweiten Teil meiner Sachen zeige, möchte ich mit euch kurz über das Thema Color Grading reden und euch meinen Werbepartner für dieses Video vorstellen. Und zwar ist es Dehancer. Dehancer ist eine Film-Emulation-Software, mit der man seinem Footage diesen ganz speziellen Filmlook verleihen kann, den ich persönlich ganz, ganz doll liebe. Neben vielen Filmprofilen und Prints haben sie aber auch Filmeffekte, wie zum Beispiel Halation, Bloom, Filmgrain, Damage oder Overscan, die den Aufnahmen Textur verleihen oder Glow in den Highlights hinzufügen. Man kann Dehancer einfach downloaden und dann als Plugin zum Beispiel in DaVinci Resolve mit integrieren in seinen schon vorhandenen Color Grading Prozess. So habe ich das nämlich auch gemacht. Ich arbeite mit DaVinci und habe dann Dehancer einfach in meinen bestehenden Workflow eingebaut. Ich habe tatsächlich nämlich erst vor kurzem meinen Workflow nochmal komplett überarbeitet und optimiert, weil ich noch nicht zu 100% zufrieden war. Und jetzt habe ich nach jahrelangem Lernen und Ausprobieren der verschiedenen Wege des Color Gradings endlich meinen Final Workflow gefunden mit den Farben und den Stimmungen, die ich immer erzielen wollte und bin richtig, richtig happy damit, das mit Dehancer aufgebaut zu haben. Ich zeige euch aber nicht meinen kompletten Workflow, weil das für das Video ein bisschen zu umfangreich wäre, sondern nur den Part, in dem ich Dehancer mit eingebunden habe. Okay, also das hier ist mein aktueller Note-Tree in DaVinci und hier habe ich Dehancer integriert. Und wie gesagt, lasse ich aber alles davor und danach erstmal aus, sondern wir konzentrieren uns nur darauf, was ich aus Dehancer benutze. Habt aber bei allem bitte im Hinterkopf, dass ich mir das alles selber beigebracht habe. Also ich bin keine Expertin im Color Grading. Das sind also nur meine Erfahrungen und Meinungen und ich will euch einfach nur mitgeben, wie ich Dehancer nutze und was bei mir super gut funktioniert. Genau, und hier seht ihr schon die verschiedenen Optionen, die es so gibt. Und das erste, was ich mache, ist hier oben bei Input meinen Farbraum eingeben, in dem ich arbeite. Und das ist DaVinci White Gamut. Das ist wichtig, damit Dehancer auch richtig mit meinen Farben arbeitet. Und im nächsten Step wähle ich dann hier unten bei Film mein Profile aus. Hier arbeite ich super gerne mit den Kodak Vision 3. Entweder 200T, 250D, 500T oder 50D tatsächlich. Und wenn ich dann eins gefunden habe, was gut passt, dann passe ich das hier auch mit Push und Pull nochmal ein bisschen an, falls mir das noch nicht so super gefällt.
Und gegebenenfalls nutze ich dann auch hier oben manchmal noch Temperature und Tint, um es vielleicht noch ein bisschen wärmer zu machen oder kühler. Dann mache ich hier unten im Film Developer manchmal noch ein bisschen Contrast Boost rein. Das passe ich aber vielleicht auch ganz am Ende manchmal nochmal an. Oder ein bisschen Color Boost, das mache ich meistens ein bisschen. Und im nächsten Step gehe ich dann zu Film Compression. Das ist eines der Tools, was ich auch mit am meisten liebe bei Dehancer, weil wenn man zum Beispiel das Problem hat, dass das Bild etwas zu grell ist, wie zum Beispiel hier, dass sehr, sehr viel Sonne mit drin ist, dann kann man das hier mit Impact etwas kontrollieren und ein bisschen runterdrosseln, würde ich jetzt mal sagen. Das ist wirklich ein richtig, richtig gutes Tool. Und hier mit White Point passe ich das dann auch nochmal ein bisschen an. Und bei Expand stelle ich hier bei Color Mode auf Luma und dann nutze ich den Black Point und White Point Regler manchmal nochmal, um den Look ein bisschen anzupassen. Und wenn mir das soweit schon gefällt, dann überspringe ich tatsächlich Print, weil ich hier nicht die Prints von Dehancer nutze, sondern ein eigenes LUT ganz am Ende. Aber Dehancer bietet hier auf jeden Fall auch ein paar Prints an, die man nutzen kann. Aber wie gesagt, ich überspringe diesen Schritt, weil ich ja Dehancer in meinen vorhandenen Workflow eingebaut habe und da hatte ich mein LUT und deswegen habe ich das einfach dann mit integriert und lasse diesen Schritt einfach aus. Und dann kommen wir zu dem Part von Dehancer, der mir fast mit am meisten Freude macht. Und zwar machen wir jetzt noch Film Grain rein und ein bisschen Blumen. Das sind die zwei, die ich mit am liebsten nutze von den Effekten, die Dehancer anbietet. Ich habe die Effekte tatsächlich vorher auch schon von DaVinci verwendet. Zum Beispiel Halation nutze ich generell nicht so gerne. Aber wenn ich es nutze, dann nehme ich gern die Sättigung ein bisschen raus. Und das geht hier bei Dehancer jetzt nicht. Deswegen nutze ich da meistens den von DaVinci. Aber zum Beispiel Bloom, den Effekt von Dehancer, finde ich unschlagbar. Den finde ich so gut und nehme ich auch mit am liebsten. Aber fangen wir bei Grain an. Ich nutze bei Grain den 35 mm ISO 250 und nehme wirklich nur wenig davon, sonst wird es ganz schnell zu viel. Halation, wie gesagt, mache ich generell nicht so oft in meine Aufnahmen mit rein, aber Bloom mag ich sehr, sehr gerne. Dann nehme ich 35 mm Super 35 und gehe hier meistens so, wie es halt für die Aufnahme passt. Also das ist wirklich ganz individuell für die Aufnahme, wie viel Blumen ich mit reinmache. Aber die zwei Effekte liebe ich sehr, weil zum Beispiel Film Grain gibt dem Ganzen einfach ein bisschen Textur und Blumen gibt den hellen Objekten so einen richtigen soften Glow oder einen Schleier und das mag ich wirklich sehr gerne. Und jetzt zeige ich euch nochmal ganz kurz meinen Vorher-Nachher mit Dehancer und meinem finalen Look. Und wenn ihr jetzt mal selber ausprobieren wollt, mit Dehancer euren eigenen Filmlook zu kreieren, dann bekommt ihr mit Nika Lofine 10% Rabatt bei Dehancer. Und jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß beim Weiterschauen vom Video. Okay, aber kommen wir jetzt zu den Sachen aus China. Und der Hauptgrund, warum wir nach China wollten, ist der Zhongda Market. Das ist so der größte Markt für Stoffe, den es auf der Welt gibt. Und es war auch wirklich einfach nur überwältigend, weil es waren so viele Stores, die es da gab. Und man hätte, glaube ich, auch Jahre gebraucht, bis man da durch jeden Laden nur eine Minute oder zwei durchgelaufen wäre. Also es ist einfach nur krank. Man kann sich das wirklich nicht vorstellen. Wir sind da auch rein und waren erstmal so, wow, okay, wie viele Stockwerke gibt es hier? Und es ist wirklich einfach nur riesig. Deswegen habe ich ganz viele von diesen Sample Cards mitgenommen. Ich habe tatsächlich noch sehr viel mehr mitgenommen. Also das sind nur ein paar. Und das nächste, was ich aus China mitgenommen habe, habe ich tatsächlich nicht selber mitgenommen, sondern mein Freund für mich gekauft. Das hat er mir nämlich zum Geburtstag geschenkt, wie auch immer er das gemacht hat, hinter meinem Rücken zu kaufen. Ich glaube, manchmal bin ich sehr konzentriert beim Filmen oder einfach beim Schauen. Aber auf jeden Fall habe ich mich riesig gefreut, weil das hat er mir zum Geburtstag geschenkt, um mein Hobby zu malen etwas zu unterstützen, beziehungsweise mich mehr dazu zu bringen, weil ich aufgrund fehlender Zeit das manchmal schleifen lasse. Aber das fand ich so schön, einfach weil die Ausmalbücher wirklich ein anderes Level sind. Also jedes Ausmalbuch, was ihr bei uns kennt, ist wirklich nicht zu vergleichen mit dem hier. Ich finde die Muster so unfassbar schön und ich male wirklich sehr, sehr gerne und ich mache es viel zu wenig. Und Ausmalen vor allem ist für mich manchmal absolute Therapie. Deswegen habe ich mich richtig, richtig doll darüber gefreut. Und jetzt kommen wir zu zwei Teilen, in die ich mich wirklich sehr verliebt habe. Und zwar haben wir in China schon gewusst, dass wir nach Japan reisen werden. Und wie gesagt, ich hatte wirklich nichts Warmes dabei und dachte mir so, okay, in Japan wird es richtig kalt, also brauche ich noch mal ein paar warme Sachen, weil ich auch gar nichts an Jeans oder irgendwas eingepackt habe. Und deswegen habe ich das mal ausgenutzt und bin in China in so eine, es war auch so eine riesen Mall. Ich habe keine Ahnung, wo ich da war. Ich bin einfach nur in das Erste, was ich gefunden habe. Und da es da alles wirklich andere Dimensionen sind, muss man sich wirklich konzentrieren und fokussieren. Es ist alles
unglaublich überwältigend und viel. Und ich bin so ein Mensch, eigentlich muss ich den ganzen Laden bis zum Ende durchgegangen sein, damit ich wirklich alle Optionen abgewegt habe. Das ist da aber einfach nicht möglich, weil dann bist du da Jahre beschäftigt und ich musste da wirklich einfach einkaufen wie ein Mann. Ich musste etwas sehen und mitnehmen. Ich kann sowas eigentlich zwar gar nicht, aber da ging es echt recht gut. Ich habe mich da wirklich gezwungen dazu. Und zwar ist das erste diese Hose. Ich fand die von der Farbe unglaublich schön. Vom Fitting her war die auch so cool und die ist halt warm, deswegen habe ich die gleich mitgenommen. Die haben da auch teilweise nur so Einzelpieces. Die Hose gab es auch nur einmal in irgendeinem Store und es ist dort einfach komplett anders, als wir das kennen und wir uns das vorstellen. Aber ich war super froh, weil ich habe irgendwie die gesehen, anprobiert und die hat direkt gepasst und deswegen war ich richtig glücklich. Und was ich für Japan natürlich noch brauchte, war eine dicke Jacke. Und ich habe die anprobiert und dachte mir so, ja, das ist meine. Die fand ich richtig schön, vor allem die Farbe fand ich richtig gut. Mit der hellen Hose dachte ich, die Kombi passt perfekt. Aber ja, ich bin ganz dankbar, dass ich jetzt für Japan noch was habe, sonst wäre mir relativ kalt geworden. Und ach so, ja, dann habe ich in dieser Mall tatsächlich noch einen Koffer gekauft, weil ich bin schon nach Sumatra mit meinem halb kaputten Koffer geflogen. Der hat nämlich eine Rolle, die ein bisschen angeknackst war und ich dachte mir so, wenn wir jetzt noch weiter nach Japan fliegen, dann weiß ich nicht, ob der das überlebt und deswegen habe ich mir da schnell noch einen Koffer mitgenommen, weil ich habe schon mal einen Koffer mit 2 Rollen verloren und ich hatte gar keine Lust, den durch die Gegend tragen zu müssen. Das war auf jeden Fall meine Ausbeute aus Hongkong und China und ich hoffe, dass es euch gefallen hat und ihr vielleicht den ein oder anderen Spot euch rauspicken konntet, wo ihr vielleicht auch mal hin wollt oder den ihr euch auch mit auf eure Liste packt. Ich kann mich auf jeden Fall nicht entscheiden, welches mein Lieblingsteil ist. Die tragen alle so ihre eigene Erinnerung mit sich. Aber lasst mich doch mal wissen, was so euer Teil ist, was ihr am ehesten mitgenommen hättet. Vielleicht auch, welche Orte ihr so am liebsten besucht, wo ihr Erinnerungen mitnehmt oder wo ihr vielleicht so eine Kleinigkeit sammelt. Lasst mich das auf jeden Fall wissen, da würde ich mich sehr freuen. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video.